Herzlich willkommen bei Weltmission um 10:30 hier aus dem Alle-Welt-Studio von Missio Österreich. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind und ich freue mich ganz besonders über unsere beiden Gäste zum Schwerpunktland zum Weltmissionssonntag 2021, nämlich Pakistan. A very warm welcome, Bischof Shukardin. So great to have you here, and Mr. Mervyn Francis Lobo. It's a great honor and a pleasure for us to have you here. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir werden das heute mit Übersetzung machen. Unsere beiden Gäste werden auf Englisch sprechen. Ich werde auch die Fragen auf Englisch stellen und meine liebe Kollegin, die Jutta Becker, die Sie auch schon kennen, wird für Sie die Antworten und die Fragen auch übersetzen. Und wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen einen Einblick geben können in unser Schwerpunktland zum Weltmissionssonntag in Pakistan. Und wir freuen uns einfach sehr auf diese Stunde. Schön, dass Sie mit dabei sind. So, Bishop Samson, it's great to have you here. You're Bishop of the Diocese of Hyderabad. Yeah. Can you just tell us a bit about your diocese, about your work, about your life in Pakistan? My diocese. Wait a minute. Lieber Bischof, wir sind wirklich froh, Sie heute hier zu haben. Wir möchten Sie gern, Sie sind der Bischof der Diözese Hyderabad und wir würden gerne ein bisschen mehr erfahren über Ihre Arbeit, über Ihre Diözese. Hyderabad is a diocese which is in the south of Pakistan. Hyderabad ist eine Diözese, die sich im Süden von Pakistan befindet. In Pakistan there are 7 dioceses. Es gibt 7 Diözesen in Pakistan. And in Hyderabad diocese we have 17 parishes. Und wir haben in Hyderabad 17 Pfarreien. And out of 17, 8 are tribal parishes and other 9 are regular parishes. Also wir haben 9 normale Pfarreien und 7 davon sind Tribal-Pfarreien, also mit viel Einheimische. I am the 5th bishop of Hyderabad diocese. Und ich bin der 5. Bischof von Hyderabad. And in Hyderabad diocese, we have at least 60,000 Christians. Und wir haben in Hyderabad ungefähr 16.000 Christen. And most of the Christians, they are all scattered from far distant places. Und diese Christen befinden sich sehr verteilt von in sehr entfernten Orten. Sometimes it takes 7 hours, 8 hours traveling in our own diocese as well. Und manchmal muss man wirklich 7 bis 8 Stunden reisen, um in die Diözese zu kommen. And most of the people, they are poor people. Die meisten Menschen sind sehr arm. Education is only 10% or 20% of them, they are literate. Und so zwischen 10 bis 20% von ihnen sind Analphabeten. And 80% at least illiterate. Also umgekehrt, 80% sind Analphabeten und nur 10 bis 20% sind Alphabeten, können schreiben und lesen. This diocese is diocese. Unsere Diözese wird auch Missionsdiözese genannt. And in this diocese there are many missionaries from Europe. They started, and especially the Franciscan in the beginning, and later on Columbans, Spiritans, and Mill Hillers, and diocesan. Yeah. These are the people who are working. Und in unserer Diözese sind viele Missionare gekommen, vor allem die Franziskaner, später kamen dann Spiritaner, die Murray Hill Missionare, viele andere. And many sisters congregations are also working. Und wir haben dort auch viele Schwesternkongregationen, die sich dort einsetzen und arbeiten. And we are very lucky in one way that many vocations are there. Und wir sind For fathers and also for sisters. Und wir sind sehr glücklich, dass wir wirklich viele Berufungen haben von Priestern, aber auch Schwestern. Now we are building our minor seminary in the diocese. Und wir bauen gerade ein kleines Seminar in unserer Diözese. And at the moment we have around 22 students in major seminary, minor seminary and pre-minor seminary. Und wir haben im Moment 22 Seminaristen im großen Seminar und im kleinen Seminar.
Though the life is tough, difficult and challenging, Das Leben ist herausfordernd und schwierig, but the thing is the movement, this missionary work is going very well. und es ist aber schön, dass diese missionarische Bewegung wirklich gut vorangeht. Yeah. That's amazing. So how can people in Europe, like people in Austria, imagine the life of Christians in Pakistan? Because the Christians are a religious minority, and as you just said, I think we just see some pictures of you and our colleague Dr. Ottmar Kula and Hannah Sieberts. They visited last year. How can you describe the life of the Christians? Wie können Sie das Leben der Christen beschreiben? Es ist ja eine Minderheit. Wir sehen hier Bilder vom Besuch von Dr. Ottmar Kula und Hannah Sieberts bei Ihnen in Pakistan. Wie sieht das Leben eines Christen in Pakistan aus? In Pakistan, Christians are 1.6%. In Pakistan machen die Christen 1,2% aus. They are 1,6. 1.6. Also 1,6, Entschuldigung. And altogether is 3 million. Und gesamt gibt es 3 Millionen Christen. And 96% are Muslim. Und 96% sind Muslime. And the population of the Pakistan is 220 million. Und die Bevölkerungszahl ist 220 Millionen in Pakistan. So the people who are in Pakistan, especially Christian, they are the weakest or poorest of the whole community. Und die Christen machen die ärmsten Bevölkerungsanteil in Pakistan aus. Many of them, they are those who are tribal mission, they are farmers. Ja, also viele von den Tribal-Missionen, von den Ureinwohnern, sie leben normalerweise von der Landwirtschaft. And those who are living in cities and in the towns, they are working for municipality and some other responsibility of domestic worker in the houses. Und die in den Dörfern und Städten wohnen, leben normalerweise von einer Arbeit wie zum Beispiel Haushalt führen, putzen und so weiter. And many of them, our girls and boys, they are very good in medical side. They are serving as nurses and male nurses, and also many of our girls, they are very good in education. Schools, they are teachers. These are the two professions which is very much recognized for the Christian. Und viele unserer Mädchen und Jungen der Christen arbeiten auf der einen Seite im Gesundheitsbereich, sind zum Beispiel Krankenschwestern. Von unseren Mädchen, Frauen sind viele tätig in der Ausbildung, sind Lehrer. Das sind die beiden Bereiche, wo die Christen sich einbringen. I think we will hear a bit more about the medical side from Mr. Lobo later on. Wir werden dann, very interesting. Very interesting, yeah. Wir werden dann später noch mehr von Mr. Lobo auch hören, wie das im Gesundheitsbereich ausschaut. I think we just see the pictures of you in a tribal village, I think, right? Village, Bethlehem. Wir können hier ein This Bild is sehen. one of the village is called Bethlehem Oh, really? in Mirpukhas. Das ist ein Ort, der auch Bethlehem heißt. Wir können hier sehen, wie Bischof Samson in dieser Tribal Mission ist. And it's very interesting because you're wearing like a traditional Dress. right? Yes, yes. Sie tragen dort auch eine einheimische Tracht. Is And this how you dress when dress you're there around in Pakistan. Okay. And also the women, they are wearing clothes, Yes. and especially the bangles. Yes. They are the sign that they are married women. Okay. Those who are having bangles. Das ist wirklich die traditionelle Tracht in Pakistan. Man kleidet sich so, sagt Bischof Samson. Und bei der Frau sieht man das auch sehr schön. Die hat solche Ringe um die Arme. Das ist das Zeichen dafür, dass sie eine verheiratete Frau ist. They are very colorful dressing always they have. Ja, die Menschen ziehen sich sehr farbenfroh an.
Yes, yeah. It's amazing. If I see pictures from Pakistan, it's always the first impression, wow, it's so colorful. And it's... These are the tribal group. Yes. Most of them women, they are working in the daytime in the farm, in the field as a worker, and then they come back to their own houses and work there also. Es ist sehr typisch für die Tribal Missions, diese vielen Farben. Die Frauen arbeiten normalerweise tagsüber in der Landwirtschaft und kommen dann nachher zusammen. These are the people, many of them, they are bonded labor also. Ordered? Die sind Zwangsarbeit. Ach so, As a slave. Slave, ja, sorry. Okay. Bonded labor working for landowner, mean that a big landlord. Ja, also es gibt wirklich, viele dieser Menschen arbeiten in Sklavenverhältnissen für große Landlords, sagt man, für große Unternehmer. We've just, our colleague Christoph has just written a story, a reportage about brick workers, brick kilners, and we will see some pictures of these factories. And that's very, very impressive, actually, because here in Europe you would not think that slavery still exists in that way. Unser Christoph hat einen sehr interessanten Artikel auch geschrieben, vor allem über die Ziegelarbeiter in Pakistan. Wir sehen hier ein paar Bilder. Viele Menschen hier in Europa können sich das überhaupt nicht vorstellen, solche Verhältnisse der Sklavenarbeit, der Zwangsarbeit. Für Sie zu Hause, wenn Sie diese Reportagen auch nachlesen wollen, in unserer Alle Welt finden Sie immer wieder Reportagen aus Pakistan über die Situation der Christinnen und Christen vor Ort. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, da auch hineinzulesen. Es ist wirklich spannend und wirklich berührend, was das Leben der Menschen dort ausmacht. Sie haben auch gesehen auf den Fotos den Seim, der heuer auch das Motiv ist für den Weltmissionssonntag. Ein Junge, der in den Ziegelfabriken schuften muss und der dieses Schicksal von vielen anderen Tausenden Christinnen und Christen teilt. So, Your Excellency, how can you imagine the future of those people, of the bonded labor affected, of the slaves? Where is hope? Where is a future for them? Bischof Samson, wenn Sie diese Menschen dort sehen, was ist die Zukunft? Was können diese Menschen, die in dieser Zwangsarbeit sich befinden, wie kann ihre Zukunft aussehen? It is a big challenge. Es ist eine große Herausforderung. But the only way to come out from bonded labor or brick kiln labor is education. Also der einzige Weg aus dieser Zwangsarbeit, aus der Sklaverei, ist die Ausbildung, die Schulbildung. The government is also trying their best to educate children and people, and the church is also very much towards the education. Und auch die Regierung versucht wirklich durch die Ausbildung den Menschen einen Weg aus dieser Zwangsarbeit heraus zu ermöglichen, und auch die Kirche setzt sich stark ein für die Bildung. These families who are working in brick kiln or bonded labor, they are the generation to generation, they are there. Whole family, they work for the whole year and still cannot get enough money to survival. Und die Menschen, die dort in den Ziegelfabriken in der Sklavenarbeit sind oft schon von Generation zu Generation in diesem Arbeitsumfeld. Sie arbeiten das ganze Jahr durch und am Ende des Jahres reicht das Geld nicht einmal wirklich zum Überleben. In my diocese, I am trying my best to bringing their children to the school, and also in the future I am very much convinced that to give a technical school, that these children, their children could get a new jobs, new technical training. At least slowly they come out of this misery. So they really need this skill training. Yes, skill training.
In meiner Diözese setzen wir uns wirklich sehr ein, dass erstmal die Kinder alle wirklich in die Schule gehen. Aber ich sehe auch in der Zukunft, dass es wichtig ist, dass wir Berufsschulen aufbauen, sodass die Menschen immer mehr auch andere Arbeiten erlernen können, um dann aus dieser Zwangsarbeit heraus in eigene Berufsfelder hineinzukommen. So I will just pass on the question to you, Mr. Lobo. You're working for one of the biggest NGOs in Pakistan, and a Catholic nun has actually made a huge impact on the Pakistan society and the health system in Pakistan. Can you tell us more about your work? Mr. Lobo, Sie arbeiten für eine der größten pakistanischen NGOs, die von einer Frau, einer Ordensschwester gegründet wurde. Können Sie uns mehr über Ihre Arbeit erzählen? Well, thank you. I represent the Mari Adelaide Leprosy Center, which was established in 1956 in Pakistan and was started actually by a congregation. It was Daughters of the Heart of Mary. Also ich repräsentiere die Mary Adelaide Leprosy Center und es wurde 1965 gegründet von der Schwesternkongregation. Dr. Ruth Faw, who came to Pakistan from Germany in 1960, she started expanding the program all over Pakistan and established 157 centers for the diagnosis and treatment of leprosy patients. Und Dr. Ruth Pfau ist damals in den 60er Jahren aus Deutschland gekommen und hat diese Arbeit ausgebaut, hat 165, glaube ich, waren es, Gesundheitszentren aufgebaut, wo Leprosy, also Lepra-Erkrankte behandelt werden. We're just seeing some pictures of you and your work as well. Ja. Nice, Sind einige Bilder jetzt von Ihnen und Ihrer Arbeit. Well, our work that started with leprosy, leprosy is controlled but not eradicated. We are getting every year 300 to 400 new cases. Also es wurde schon sehr gut behandelt, aber es gibt immer noch Lepra bei uns. Man berichtet von ungefähr 300 bis 400 neuen Fällen im Jahr. Besides leprosy, we are also treating new tuberculosis that is from 10,000 to 12,000 and surgeries of around 3,000, mother and child health and inclusive development for the disabled. Wir behandeln aber auch zum Beispiel, es gibt viele Augenoperationen, es gibt Mutter-Kind-Stationen. Das erste habe ich vergessen. Tuberkulose. Ah ja, Entschuldigung. Tuberkulose-Patienten werden bei uns auch behandelt. The program is unique, I would say. Es ist einzigartig. And why we say unique, like it is, you can say, an oasis in the desert. It gives life to everyone without their religion, caste or creed. Das ist wie in einer Wüste, wirklich ein Island, wo Leben gespendet wird. The spirit of the program, we always say that it is the spirit of Dr. Ruth Faw. Der Geist dieses Programms, sagen wir immer, ist auch der Geist von Dr. Ruth Pfau. 90% of the workers in our program who have controlled leprosy, they are all Muslims. Ungefähr 90% der Menschen, die bei uns mitarbeiten, waren erkrankt an Lepra und sind aber Muslime. So you see, we have got a very diversified workforce, which includes Christians, Muslims and Hindus working in perfect harmony. And this is why we say this is the spirit of Dr. Ruth Faw. Die Menschen bei uns, wie man sieht, das ist wirklich eine ganz starke Zusammenarbeit zwischen Christen, zwischen Muslimen, zwischen Hindus und diese Gemeinschaft, diese Vereinigung ist wirklich der Geist von Dr. Ruth Pfau. So I think it's a challenge for you as a leader, as the CEO, to keep that spirit alive. Well, you know, keeping the spirit alive, I will just share with you, it was while Dr. Faw was still around. We were in a workshop. Wait a minute. Um diesen Geist wirklich lebendig zu halten, möchte ich ein Beispiel bringen, wo Dr. Ruth Pfau noch am Leben war.
So there was a very senior paramedic. After every 15-20 minutes, he would come to Dr. Fau and ask Dr. Fau what to do, how to do. Und wir hatten einen Mitarbeiter, der ist alle 15 Minuten zu Dr. Ruth Fau gekommen und hat gesagt, was sollen wir tun, was sollen wir tun? So she said, now Sultan was his name. Sultan, now what will you do when I'm not there? Und sie hat Sudan, das war sein Name, gefragt, Sudan, was würdest du tun, wenn ich nicht da wäre? So he said, Dr. Fau, very simple. If you are not there, we will all sit together and we will say that how would Dr. Fau taken this decision. Und er hat gesagt, es ist ganz einfach, wir würden uns dann alle zusammensetzen und würden überlegen, wie würde Dr. Ruth Fau entscheiden. And this is so very true, that now also when we are taking any decision that we feel is a bit sensitive or it may touch the life of the person, we sit together and we say, what would Dr. Fau say about this decision? Und das ist wirklich wahr, das ist bis heute so, wenn es eine schwierige Situation gibt, wenn jemand wirklich in Gefahr ist, dann setzen wir uns zusammen und überlegen, wie würde Dr. Ruth Fau entscheiden. So in a way, the work is challenging because no one can fit in Dr. Fau's shoes. Und natürlich ist das herausfordernd, weil niemand kann wirklich in die Fußstapfen von Dr. Ruth Fau treten. But she has such a, developed such a big team that we are all as team members and we are there to continue with her legacy. Und wir sind so ein großes Team mit so vielen Menschen, dass können wir gemeinsam da weitermachen. I think you also brought her legacy to the Pope, and you're trying to really spread her great work and her impact in the church and in many countries, right? You see, the leprosy control program in Pakistan is now synonymous with Dr. Ruth Fau. Also es gibt eine Symbiose wirklich heute mit der Arbeit in Pakistan, mit der Arbeit, die Dr. Ruth Fau gemacht hat. Wir sehen hier das Bild, sie hat vorhin gefragt, sie haben die Lebensgeschichte auch dem Papst übergeben. So that's very impressive, and I think especially for a woman, a Christian woman, to have such an impact in Pakistan. Is that right? Es ist sehr beeindruckend, dass eine Frau, eine christliche Frau, so einen Einfluss in Pakistan hatte. Well, I think what made Dr. Fau accepted in Pakistan was, first of all, she respected the culture in which she was working. Und das Erste, was so wichtig war, dass sie respektiert wurde in Pakistan, angenommen wurde, dass sie die Kultur, das Leben in Pakistan respektiert hat. And in return, the culture gave her the respect. Und auch die Kultur hat ihr den Respekt gegeben. And she was a leader. You see, in Pakistan, it's a male-dominated society. Now, for a nun to come to Pakistan and lead such a group, she could not have done it with the power, but with love. Sie war wirklich ein Leader, eine Führungspersönlichkeit. Unsere Gesellschaft ist männerdominiert, gerade in der Führung, im Leadership. Aber sie konnte das nicht mit Kraft machen, aber mit viel Liebe. So wherever she went, she spread love, peace, and she represented a symbol of peace, love and humanity. Und wo immer sie hingekommen ist, hat sie diese Liebe ausgestrahlt, diesen Frieden, dieser Geist der Liebe und des Friedens. So can you just explain to the people what your work really consists in? We're seeing a picture of the free skin camps. Can you just explain a bit what Malk is doing actually? Können Sie ein bisschen erklären, konkret, wie die Arbeit von Malk ausschaut? Wir sehen hier ein Plakat. Wie sieht das genau aus? Well, we basically started as a leprosy organization. Wir starteten als Lepra-Behandlungszentrum. In 1996, we controlled leprosy 4 years ahead of the World Health Organization's target. Und 1969 war das, ne? Ja, 96. 96, Entschuldigung, war es eins der Hauptziele der WHO. Genau, der WHO, danke. Now the biggest challenge about this leprosy program is
that leprosy is controlled, but we are still getting between 300 to 350 new cases. Also diese Arbeit ist sehr herausfordernd, weil es eben immer noch jedes Jahr 300 bis 400 neue Fälle gibt. And in the south of Karachi, where we are located, over there the disability rate, we are getting new leprosy patients, but they are already disabled. So this is a big challenge for us. Disabled. Also im Süden von Karachi, wo wir beheimatet sind, kommen also Menschen, die schon stark Einschränkungen haben, also schon starke Behinderung durch die Lepra erfahren haben. So to identify cases early on, we are doing a lot of skin camps, and one of the supporters to identify these cases early is Missio. Und deswegen haben wir viele solche Camps gegründet, wo man Hautuntersuchungen machen kann, also kostenlose Untersuchungen, damit schon im Frühstadium Lepra erkannt wird. Und einer unserer großen Unterstützer ist hier Missio. So our work in leprosy, tuberculosis is that when we find cases, new case of leprosy or tuberculosis, we go to their houses to check their contacts. Und wenn wir neue Fälle gemeldet bekommen von Lepra und Tuberkulose in den Bereichen, wo wir da arbeiten, dann gehen wir zu den Menschen nach Hause, um zu schauen, wo gab es da Kontaktpersonen. So when we are checking the contacts in the communities, we also find some cases which can be blinding, and then we do the cataract surgeries, we do surgeries. Und wir finden dann oft eben bei den Kontaktpersonen auch Menschen, die schon infiziert sind, und wir können dann frühzeitig auch Operationen machen. Then we are also in certain parts, because it's a huge problem, we are only contributing towards certain communities for the health of mothers and children. Wir gehen auch in verschiedene Gemeinden hinein, um dort auch die Mutter-Kind-Gesundheit zu unterstützen. Because of poverty and malnourishment, the children and mothers, they die. There is definitely a high death rate among the children. Es gibt viele Kindstodfälle und auch Mütter, die sterben aufgrund der großen Armut und der daraus auch resultierenden Unterernährung. But it's all over Pakistan, not just in Karachi, right? It's all over Pakistan, but since we are constrained for the resources, so wherever we can do with the resources available, we do that. Also die Frage war, ob es in ganz Pakistan dieses Problem gibt. Und er sagt, bei uns in Karachi und auch überall, es ist oft eine Frage einfach der finanziellen Mittel, was man da machen kann. And our work is definitely in those communities where the other services are not available. Also unsere Hilfe kommt dorthin, wo es keine anderen Hilfen gibt. And how can you imagine that? Like we've talked about women in Pakistan as well. Their situation is a bit difficult. As you said, it's a male-dominated society. How do you deal with that if you say you have to visit the families at home? If there is any I don't know, insecurity from the family, from the females? How do you deal with that? Wir haben vorhin gehört, es ist ja eine männerdominierte Gesellschaft. Wie sieht die Rolle der Frauen aus? Wie sieht es aus, wenn sie auch in die Familien gehen? Wie sieht es mit der Sicherheit der Frauen aus? See, culturally, whether it is a big city or it's in the tribal areas or in the villages, males cannot check the females. So we have female paramedics who do this job. Es ist egal, ob wir in der großen Stadt sind oder im Dorf oder irgendwo in einer abgelegenen Region. Frauen können nicht von Männern untersucht werden. Deswegen haben wir eben auch viele weibliche Mitarbeiter. Before it was a big challenge to get females going to the provinces. So that's why we had a lot of female volunteers from abroad, from Europe. Am Anfang war es sehr schwierig, überhaupt weibliche Mitarbeiter zu finden, die da in die Dörfer auch gehen. Deswegen hatten wir anfänglich viele weibliche Volontäre aus dem Ausland. So after this situation where the European females cannot come to Pakistan, and even the local females, they now see Dr. Fau as a role model
or as an example for the females. So now the females are coming because Dr. V has set an example. Und die Frauen bei uns im Land haben die Dr. Ruth V. natürlich als Vorbild auch gesehen, auch die weiblichen Volontäre, die gekommen sind. Und jetzt gibt es auch immer mehr Frauen bei uns, die zu uns kommen, um dort sich einzusetzen. Bishop Samson, you would also mention the girls' situation. How do you see that in your diocese? How is the situation of the girls, especially the Christian girls? Bischof Samson, Sie haben auch die Rolle der Frauen schon mehrfach erwähnt. Wie sieht die Rolle der Frau, die Situation der Frau in Ihrer Diözese aus? Actually, the situation and the culture, the women or girls are grouped. Die Frauen in unserer Kultur werden und Mädchen, die Frauen und Mädchen werden unterdrückt. Not many girls, they are going to school. Nicht viele Mädchen gehen zur Schule. But as a church, we are giving special encouragement to the girls. Und wir als Kirche ermutigen besonders die Mädchen, in die Schule zu gehen. We have hostels for the girls, we have schools for the girls. Wir haben Internate für die Mädchen, wir haben Schulen für die Mädchen. Some hostels are in the tribal, far distant places where schools are not available. Einige Internate befinden sich in diesen Tribal-Missionen weit entfernt, abgelegen, wo sie zur Schule gehen können. We always appreciate girls because without girls we cannot improve or develop in the society. Wir würdigen sehr die Mädchen und Frauen, weil ohne Frauen ist es nicht möglich, die Gesellschaft weiterzuentwickeln. But there is lots of work is required. Und man muss da aber viel Arbeit hineinstecken. But at least one thing is good in Christian community, we are not having that kind of understanding that our girls should not go out. Das Schöne bei uns in den christlichen Gemeinschaften ist, dass da nicht so sehr diese Vorstellung ist, dass Mädchen nicht rausgehen dürfen. Sometimes we are arranging programs for them, for awareness programs also. Sometimes we have some projects to give them sewing center, like they can improve their skills, and also education and many other ways, that to giving them that you are also, you can stand on your own feet also. Also wir organisieren immer wieder auch solche Camps, wir organisieren Weiterbildungen wie zum Beispiel Nähausbildung, verschiedene Dinge, damit die Frauen einfach sehen und lernen, dass sie auch auf eigenen Füßen stehen können. One thing I tell you interesting, that in Christianity, Christian, girls are more educated than boys. In der christlichen Umfeld sind Mädchen oft besser ausgebildet wie die Burschen. And many times we have this challenge that girls who are educated and getting doing jobs in the medical side and teaching side, they have no equal match of boys. Und wir haben manchmal die Herausforderung, dass die Mädchen, die gut ausgebildet sind, im Gesundheitswesen mitarbeiten, in der Ausbildung, dass es nicht die gleiche Anzahl an gebildeten Burschen gibt, für einen Ausgleich. Why is that? It is because the boys, they are the responsibility of the family. No? Then the family, they give preference to boy. First thing is this. Second thing is this, that boys, after finishing their matric, 10th grade or 12th grade, they started supporting the family. But girls could not do the job, they are continuing studies. Also interessant ist, dass die Männer ja als Verantwortliche für die Familien angesehen werden, für den Unterhalt. Das heißt, wenn die so 11., 12. Klasse abgeschlossen haben, beginnen sie oft schon die Familien zu unterstützen und können da nicht weiter studieren. Aber Mädchen haben diese Verantwortung nicht und können dann das Studium fortsetzen. It is also that in Hyderabad we have Excellency Center where 150 boys, every evening they come and they study, and that place we are promoting boys for higher studies.
that at least they will get a good education and having a good marriage or engagement with the girls. No? Und wir haben bei uns auch solche Zentren, wo so ungefähr 150 Burschen am Abend auch Weiterbildung bekommen, damit sie auch ermutigt werden, auch das Studium fortzusetzen und eine entsprechende Ausbildung zu haben, dass sie dann auch später auch bereit sind, auch ein entsprechend gebildetes Mädchen auch zu heiraten. This is the big challenge and big issue for us Christian people, that many of our girls who are working in the hospitals as a nurses, they come from Punjab, the other province, and then they are in love with the Muslim. So then they live here and family behind, they don't know about that. Also wir haben viele Frauen, die bei uns im Gesundheitswesen arbeiten, die aus der Nachbardiözese Punjab kommen. Und sie arbeiten dort, verlieben sich vielleicht in einen muslimischen Mann und die Familie weiß eigentlich gar nichts davon. So it means that we need to focus on boys' side also, to give them good education, then they can have it easy access, or easily they can have a matching girl for them. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch bei uns die christlichen Burschen auch weiter ausbilden, damit einfach das zusammenpasst, auch für eine christliche Ehe. That's very interesting. Mr. Lobo, how do you experience that? Because Bishop Samson already mentioned that there are a lot of Christian girls working in the health section. Is it very difficult for them to get into this kind of work, or do they have access to higher studies easily? How does it work? Mr. Lobo, wie sehen Sie die Situation? Wir haben gehört von Bischof Samson, dass viele Frauen im Gesundheitswesen arbeiten. Wie sehen Sie die Rolle, diesen Weg zu studieren, entsprechende Ausbildung zu haben, dort einfach in diesen Bereich auch hineinzukommen? Well, definitely I fully endorse what Bishop Samson said. Like even in our organization, fortunately, majority of the nurses are Christians. So it is a source of income to the family also. As far as girls and boys being given equal opportunity in education. Also wenn wir uns das angucken, sind ja viele Frauen, die bei uns sind christliche Frauen. Es ist wichtig, dass man Frauen und Männern die gleichen Chancen gibt für eine gute Ausbildung. You see, it is very, because majority of the Christians, they come from very poor families. Es ist wirklich, education is very expensive. Es ist wirklich eine große Herausforderung, weil viele der Menschen kommen aus sehr armen Familien und eine gute Ausbildung kostet eben auch viel Geld. So one of the reasons why the minorities, especially the Christians also, they cannot compete with the majority over there is education is expensive. And day by day, we are losing our footings of being the people who were among the top people. We don't have now doctors, we don't have like children who are masters. Education is really very expensive and quality education. Also die Ausbildung, bestätigt er nochmal, ist wirklich sehr, sehr teuer und das ist gerade auch für die Minderheit der Christen sehr schwierig. Deswegen haben wir auch viel zu wenig Ärzte und oft einfach diese Abschluss, diese Studien nicht finanziert werden können. So this is also broadening the poverty gap between the minorities and the others. Das ist auch dieses Loch zwischen der Minderheit, der armen Minderheit und der Mehrheit im Land. And do you see any chance of a future in this area to close this gap or to build a bridge to cross this gap? Wait a minute. Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, wirklich diese Lücke zu schließen, eine Brücke zu bauen? It's a very complicated issue. Personally, I feel, and I've been discussing also, that our clergy, because this is the only institute where the entire church can make a difference in the development
of our people. Ich möchte da sagen, dass es wirklich sehr herausfordernd ist, sehr schwierig, diese Aufgabe, weil unsere Priester und unsere Kirche da ganz stark drin arbeitet in diesem Bereich, auch der Entwicklung. Because to bring our people up, we need institutional support, not individual family support. So the church is an institute. We have some very good institutions, the medical, the hospitals are there, and even some of our schools and colleges. If we really want to do something, we develop the standard. Also es geht nicht darum, dass man einzelne Menschen unterstützt, sondern es müssen wirklich die Organisationen, die Institutionen unterstützt werden, weiterentwickelt werden. Genau. On the other hand, the church is facing this challenge because we have some very good schools like St. Patrick's, St. Joseph's School, St. Joseph Convent for the girls. Wir haben sehr viele gute Schulen. No, these are good institutes, but the fees what we are charging, it is very, very low because it is with a missionary spirit that we want to provide education to everyone. Yes. Und diese Institutionen, diese Schulen, die sehr, sehr gut sind, haben sehr geringes Schulgeld, weil es ja missionarische Institutionen sind. Das ist eine große Herausforderung. So you see, when you have teachers and even students with the spirit of missionary, then you cannot have competitive teachers. And for competitive teachers, to get them, you need to pay them a good salary. Ja, und da ist dann die Herausforderung, wenn du Lehrer hast und Schüler hast, die diesen missionarischen Geist haben, dann darfst du keinen Wettbewerb irgendwie kreieren, dass es andere gibt. Du musst schauen, dass die Gehälter entsprechend auch angehoben werden. Yeah, that's very interesting, and I think that's something like education. We see that in a lot of projects we do at Missio Austria, that education is really the key for the future of the church and of the children. You see, education again, there are a lot of support coming, but the education what we are giving is at a very low level. That is required. Okay, that is required because at least they should know to read and write. But to break that threshold of poverty, you need, a booster dose. Yes. Get some good qualified people. Wir haben vorhin noch von Kathi gehört, einfach die Frage oder auch die Bemerkung, dass viele der Projekte, die wir bei Missio unterstützen, sich eben wirklich auf die Ausbildung konzentrieren, weil das wirklich ein Schlüssel ist aus dieser Armut heraus. Mr. Lobo hat eben auch noch mal gesagt, wir haben eben diese Schulen, die diese Basisausbildung wirklich ermöglichen, aber wir müssen das noch weiter pushen, dass die Qualität der Ausbildung höher wird, dass es da neue Möglichkeiten gibt. Noch einmal eine Einladung auch an Sie zu Hause. Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen auch in den Live-Chat. Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch die Gelegenheit nutzen und unseren Gästen aus Pakistan Fragen stellen. Also gerne noch in den Live-Chat schreiben. How did the COVID pandemic change the situation in Pakistan? I mean, we've seen it in a lot of countries that especially the schools suffered a lot because they had to close and the children could not visit class. Wie hat sich die Covid-19-Pandemie ausgewirkt, auch bei Ihnen? Wir haben das gesehen in vielen Ländern, gerade in der Ausbildung. Schulen wurden geschlossen, die Schulen haben sehr gelitten. Wie sehen Sie einfach diese Pandemie? Welche Einflüsse, welche Beeinflussungen hat es in Pakistan gehabt? This situation in Pakistan during this pandemic is really a big challenge especially for the diocese also. Also für die Diözese war diese Pandemie eine wirklich große Herausforderung. Es war wirklich schwer. Many of the children, they could not able to go to school. Also viele der Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen. And because we are not receiving fees from the children, we could not able to pay the salaries of the teachers. Und weil wir auch kein Schulgeld mehr bekommen haben von den Kindern, konnten wir auch die Lehrer nicht mehr bezahlen.
we are already subsidizing most of the schools what we have in the diocese. So while those small amount which was coming through the fees, that is not received, it is a big burden on a bishop. Ja, und das ist wirklich eine große Belastung auch für einen Bischof, dass dieses kleine Geld, dieser Zuschuss, der durch die Schulgelder für den Erhalt oder für den Betrieb der Schulen nötig ist, nicht mehr da war. Education, those schools which are big schools, they have access. But most of for us is a smaller schools, which they have no access of online education also. Or teachers, they can go and give special classes, no. So it is affected badly. Also die Covid-Pandemie hat uns sehr schwer getroffen. Bischof Samson hat noch mal gesagt, die großen Schulen, also große Institutionen, haben sich da ein bisschen leichter getan, weil sie einfach andere Möglichkeiten hatten, zum Beispiel online lernen und entsprechend auch dadurch dann Kurse anbieten konnten. Aber viele unserer Schulen sind wirklich kleine Schulen, die diese Möglichkeiten nicht haben. Now we cannot continue for some places because of finances, because we don't have enough money which is with us. Whatever is there, we are spending on the education and the running of the diocese, running of the parishes. Also es gibt wirklich auch viele Schulen, wo man eigentlich nicht weitermacht. Ressourcen fehlen. Das Wenige, was wir haben, setzen wir bestmöglich ein in der Ausbildung und natürlich auch für das Funktionieren der Diözese und der Pfarreien. That's great. Mr. Lobo, how did the pandemic affect you and your work? Wie hat Covid-Pandemie? I would just like to add what Bishop Samson said. I'm also representing the Catholic Board of Education in Karachi. And there are about 60 schools. Out of 60 schools, 70% of the schools could not manage on their own. So the 30% of the schools were subsidizing, were paying this thing. In our hospital also. Wait a minute. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht. Mr. Lobo ist auch Vorsitzender der Kommission für die Bildung in der Diözese und er sagt, Sie haben, glaube ich, 60 Schulen waren das, die entsprechend stark auch betroffen waren. 30% von ihnen haben irgendwie weitergemacht, aber 70% konnten einfach durch die fehlenden Mittel nicht mehr ihre Arbeit entsprechend umsetzen. Our biggest challenge in the pandemic was our entire work is field-based. We have to go to the field. Yes. Now with the restriction of movement, you know, the patients could not be reached. This was a big challenge. Also die Pandemie hat uns deswegen auch so besonders stark getroffen, weil die meisten unserer Arbeiten wirklich draußen stattfinden, bei den Menschen. Und durch die vielen Einschränkungen der Covid-Pandemie war es uns nicht mehr möglich, zu den Patienten hinzukommen. Then in the beginning, the doctors had totally panicked. They were not even willing to come. But it was our paramedic. The team of Dr. Ruth Faw, they were 24/7, they were available. But finally we got the doctors' confidence back and they started coming. Das Problem war auch, dass viele der Ärzte wirklich in Panik verfallen sind und teilweise auch nicht mehr gekommen sind. Aber das Team um Dr. Ruth Faw herum, die Ärzte haben wirklich 24 Stunden durchgearbeitet und uns ist es gelungen, nach und nach auch andere Ärzte wieder zu motivieren, zurückzukommen. So we too were hit by financial issues because there were donors who were now giving for COVID but not for the regular project. Yes, I see. So on one side, the money was going up, Yes. but not for the operations. Operations, it was going down. Bei uns war es auch, dass wir schon viele Wohltäter auch hatten, die jetzt geholfen haben mit Blick auf die Pandemie. Aber das Problem war, dass wir gleichzeitig eben viele Operationen nicht mehr finanzieren konnten, weil die finanziellen Mittel für die Covid-Pandemie, für die Hilfen zwar gestiegen sind, aber die Hilfen für die anderen Operationen gefallen sind. In this pandemic, we came to know that whenever there is a situation, we all come together.
This was the beauty of, I think, the teamwork, that the team really sacrificed for a larger interest of the survival of the organization. Aber das Schöne, was wir in der Pandemie gesehen haben, gelernt haben, dass in einer Krise, in einer solch einer Schwierigkeit, wir Menschen als Team wirklich enger zusammenrücken und wirklich da ganz stark zusammen uns einsetzen. So looking ahead, I think we have overcome the serious part of pandemic, and we are marching forward now. Und wir haben wirklich das so gesehen, dass wir diese schlimmste Krise wirklich gemeinsam überstanden haben und wir machen jetzt einfach weiter. So you're stronger now as a team. Definitely. And experience always makes you stronger, especially the challenging experiences. Yes, that's something we've seen as well. Yeah. Es hat uns quasi stärker gemacht. Also es sind ganz neue Erfahrungen und es ist irgendwo auch ein Stärkerwerden aus der Krise. In parishes, many of our women, they are working as a domestic worker in the houses, washing the dishes, cleaning the house for the poor people. And most of them, they have lost their jobs. So now they have no job. Bischof Samson sagt auch nochmal, die Frauen, die in den Pfarreien leben, die meisten von ihnen arbeiten als Haushaltshilfen, also Wäsche waschen, Geschirr waschen. Und diese Frauen haben in der Pandemie alle ihre Arbeit verloren. Yeah, that's very tragic. Yeah. I've just received a question, and it's going back to the topic of the situation of the women in Pakistan, and you've talked about it as well. Is there a lot of forced marriages in Pakistan? What is the situation? Es kam eine Frage, die nochmal zurückgeht auf das, was Sie auch erzählt haben, über die Rolle der Frau, die Situation der Frau im Land. Und dieser Mensch fragt, wie sieht es mit Zwangsheirat aus? This issue is a burning issue at the moment. Das ist wirklich eine brennende Angelegenheit im Moment. On different stages, we have raised our voices. Und in vielen Bereichen konnten wir unsere Stimme erheben. Especially on the Justice and Peace platform. Und besonders auf der Plattform für Frieden und Gerechtigkeit. It is becoming regular way that many Hindu girls and Christian girls who are minor mean smaller than 18 years. Also sowohl für christliche Hindu-Mädchen, die noch minderjährig sind. And these girls, those who are minor girls, they are kidnapped by them, and they take to their place and convert them, and then they phone to the family that your daughter is with us, but she became Muslim and wanted to remain Muslim. Und die Situation ist wirklich so, dass diese minderjährigen Mädchen entführt werden. Sie werden dann dort in irgendwelche Familien gebracht und man ruft dann die Familien an, sagt, die Mädchen sind jetzt bei uns, sie sind konvertiert zum Islam. This is called forced marriages. Das nennt man Zwangsheirat. And when the girl is brought to the court, she is so much scared and threat that she could not able to give statement against the family who has brought them. Und das Problem ist, wenn man die Mädchen dann zum Gericht bringt, die sind so verängstigt, dass sie eigentlich nicht aussagen können gegen diese Familien. We church is saying that if somebody is mature and above 18 years and that person or girl decides about this, then we have no problem. Also wir als Kirche sagen, wenn ein Mädchen 18 Jahre, also erwachsen ist und selbst entscheiden kann, dann haben wir da keine Probleme mit. Our question is why only Christian and Hindu girls who are just started their puberty and 13 years or 14 years or 12 years, they are the victim. Why they?
Ja, wir fragen immer nach, warum sind christliche Mädchen und Mädchen, hinduistische Mädchen, die Opfer, die, wenn sie in die Pubertät kommen, hier Opfer werden. For this reason, government is well aware about this. Also die Regierung ist sich dieses Problems sehr wohl bewusst. Recently, one bill was introduced. What? Bill. Ein Fall, glaube ich. Ach so, ja genau. Also es war vor kurzem ein Fall, der vorgetragen wurde. And that bill means that protection of girls, minority girls. Also es ist vermutlich ein neues Gesetz, was für den Schutz dieser Mädchen eingeführt wurde. And that bill is that nobody can change their religion or force marriages until the court give decision of that. Und das Interessante ist, dass dieses neue Gesetz besagt, dass jemand im Rahmen auch einer Zwangsheirat nicht seine Religion wechseln darf und kann, bevor nicht das oberste Gericht dort eine Zustimmung gibt. And the bill says that girls should be mature, 18 years. Second thing is the judge has authority that he could send them that they remain outside there for 6 months and then decide that what is the right way. Mhm. Und dieses Gesetz sagt auch, dass darauf geachtet wird, dass das Mädchen eben schon erwachsen ist, 18 Jahre, oder dass man 6 Monate es quasi rausnimmt aus der Familie, um dann nochmal die Situation anzuschauen. But unfortunately, initial stages, that bill is rejected by the Islamic Council. Aber dieses vorgebrachte Gesetz, wahrscheinlich Gesetzesentwurf vermute ich, wurde von der islamischen Gesellschaft eben abgelehnt. So now we are again back to the same place. Und wir sind wieder an der alten Position. Many mean that our people who are writing against this and we have also written on the press release that this rejection should not be, it should be given a law that to protect the minority girls. Ja, und es haben viele Stimmen sich erhoben. Wir haben auch in entsprechenden Pressestimmen geschrieben, dass dieser Gesetzesentwurf, also dass es ein Gesetz geben soll, wirklich zum Schutz der minderjährigen Mädchen. Government, they have their good intention, but they have a very powerful pressure on them. Then the government cannot take any decision. So we are the one who are victimized and suffering. Yes. Also die Regierung hat wirklich gute Absichten auch, aber es gibt dort wirklich starke Stimmen, die ihnen auch die sie einfach da entsprechend beeinflussen. I say that to request the government that they may plan in a way that should not be only the minority girls, they will suffer for that. Und wir rufen einfach auch die Regierung auf, dass es nicht so sein soll, dass nur die Mädchen aus den Minderheiten entsprechend leiden müssen. So that is very impressive, and I think that's something you are still working on, and Yes, a big this is hope big. for the future, right? Yes, Ich glaube, big challenge. es ist sehr beeindruckend, dass Sie in diesem Bereich sich einsetzen und arbeiten, und es ist es ist wichtig für die Zukunft. So thank you so much to the both of you. I would really like to say a big thank you from all of us here at Missio that you are here and that you've taken your time to also share your experiences with our community out there. And I would just love to hear from both of you, what is your hope and your wish for the future of your country and your work? Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken im Namen aller unserer Zuschauer Missio, dass Sie hier sind und Ihre Erfahrungen mit uns ausgetauscht haben. Ich möchte Sie fragen, beide, wie sieht die Zukunft aus? I think at the moment there is need of awareness
in the country. Ich glaube, And sorry. education is required a lot. Ich glaube, es ist ganz wichtig bei uns im Land, dass wir einfach mehr Bewusstsein haben. Und eine wichtige Sache wird auch weiterhin die Bildung sein. And there is a need to make a new laws to protect the minorities Und especially. es ist wichtig, dass neue Gesetze zum Einsatz kommen, gültig werden zum Schutz der Minderheiten. Government is very good. They have laws, but not implementing them. Die Regierung hat wirklich auch gute Entwürfe von Gesetzen, aber sie sind nicht in die Realität umgesetzt. Thank you so much. Well, the work that Dr. Paul started, it really has no end because there is so much work still there. It's a huge, huge responsibility, but we are not looking at a very big responsibility. We are looking at what we can do individually and continue to contribute. Die Arbeit, die Dr. Ruth V. angefangen hat, ist eine große Arbeit, ist eine wichtige Arbeit, die weitergehen wird. Für uns ist wichtig, dass jeder für uns schauen, wo wir uns dort einbringen können, was wir individuell dazu beitragen können. And as Dr. Paul said at one interview, when she was asked what message she would like to give the youth, she said, "Let my life be a message." So we all have to live a life that can be a message and example for others. Und so wie Dr. Ruth V. einmal in einem Interview gesagt hat, als man sie gefragt hat, was möchtest du den jungen Menschen sagen, weitergeben, hat sie gesagt, dass wir unser Leben geben sollen. Unser Leben ist das Zeichen. I think that's a perfect word to sum up this interview, this talk with you. Thank you so much for being here, and thank you so much for your great work. And we wish Thank you for the opportunity you all have provided. Yes, we wish you all the best, a lot of blessing for your work, and You too. Thank you. we would love to welcome you. And we also say thank you to Missio who has invited us for this program. Yeah. You're Viel welcome. Segen für eure Arbeit und danke auch von der anderen Seite zurück für Missio. Yeah. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Dabeisein heute bei Weltmission um 10:30. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Kollegin, der Jutta, fürs Übersetzen. Danke dir, liebe Jutta, für deine Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wir werden im November dann wieder durchstarten mit Schauplatz Weltkirche, mit Jutta Becker und natürlich mit Weltmission um 10:30. Und jetzt darf ich Sie auch noch ganz herzlich einladen, mit uns zu verbunden sein bei der Mittagsmesse und am Wochenende zum großen Weltmissionssonntag. Am Samstagabend gibt es einen Gebetsabend hier in der Lichter Völkerkapelle bei Missio Österreich und am Sonntag dann den großen Weltmissionssonntag. Ich lade Sie ganz herzlich ein, mit uns verbunden zu sein, auch über den Livestream und unsere Materialien auch anzuschauen auf der Website. Und ich freue mich sehr, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina Baba yetu